Ein Freizeitpark in einem Atomkraftwerk. Klingt absurd, aber 2008 ist Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen. Hat gar nichts damit zu tun, denn dieses Atomkraftwerk hier hinter mir wurde nie fertig gebaut. Und ihr wisst es, wir sind im Wunderland Kalka. Das ist ein Freizeitpark in einem ehemaligen Atomkraftwerk, was halt nie fertig gebaut wurde. Und zu dem kleinen Brüter gehört auch ein großer Kühlturm. Der Kühlturm dürfte auch einigen schon bekannt sein, denn da drin gibt es einfach mal so ein riesiges Kettenkarussell mit einem Turm, wo man auch in der Mitte noch mit dran fahren kann. Und darunter ist jetzt was ganz Neues entstanden, und zwar Himalaya. Es gibt einen neuen Themenbereich hier im Wunderland Kalka, der Himalaya heißt. Und da gehen wir jetzt mal hin, und auf dem Weg rein kommen wir an einer Station vorbei, oder an mehreren Stationen, die für viele, glaube ich, hier sehr, sehr wichtig sind. Denn das Besondere hier ist, ihr könnt den ganzen Tag All-You-Can-Eat Pommes essen. Die sind hier ganz normal im Eintritt inkludiert. Ihr bekommt sogar auch was All-Inclusive zu trinken, damit ihr auch nicht verdurstet, wenn ihr euch den ganzen Tag Pommes reinschaufelt. Mayo Ketchup auch dabei, aber darum soll es gar nicht gehen. Aber ich wollte ein bisschen die Zeit überbrücken, bis wir unterm Kühlturm sind. Und das ist, glaube ich, auch schon alleine ziemlich beeindruckend, wenn man in einen echten Kühlturm von einem echten Atomkraftwerk sein kann. Und auch hier der Eingangs, also die ganzen Eingangsbereiche wurden auch überarbeitet. Hier wird alles drin überarbeitet. Es ist jetzt nicht einfach nur im Nix ein neuer Themenbereich geschaffen worden, sondern dieser Abenteuer Himalaya, tibetische Themenbereich hat ein bisschen Veränderung mit sich gebracht. Wie ihr hier vielleicht seht, wenn ihr hier schon mal wart, das Pflaster ist neu, und hier gab es ja so Wasserkanäle, die sind gar nicht mehr da. Und es gibt 2 Fahrattraktionen neu, und unter anderem Himalaya Airlines, und das ist die Fluggesellschaft hier jetzt von SBF Visa, ein Mini-Piratenschiff, was echt gut aussieht, und auch die Start-Landebahn unten drunter mit der Beleuchtung, das gefällt mir sehr gut, vor allem wenn du hier unter dem Turm bist, wo es halt immer so ein bisschen schummriger ist, aber auch nicht dieses typische SBF Visa knallbunt, Klarlack und alles ist in 1000 Farben, sondern ein bisschen Aging, gesetztere Farben. Das sieht echt gut aus, denke ich. Zu diesem Bereich gehört übrigens auch ein neues Maskottchen, die Abenteurerin Annika. Die ist so ein Indiana Jones für Mädels. Wir gehen mal in den Bereich hier rein, müssen mal gucken, hier ist ein bisschen Action Jacks. Und wenn ihr hier so reinkommt, habt ihr dann hier Himalaya Airlines, und auch ganz viel Deko ist hier. Und nicht nur die Flaggen, die man so aus Tibet kennt, die überall drüber hängen, komplett Bemalungen, beziehungsweise sind das hier Prints auf den Säulen, damit das Ganze halt ein bisschen mehr nach Tempelanlagen aussieht, aber auch Beleuchtungsobjekte, Sandspielplätze zum Spielen. Aber Annikas Abenteuerfahrt ist der große Indoor-Spielplatz, der sich hier noch befindet. Und hier ist der Eingang, und wie man sieht, geht es da lang, es geht hinten rum, es geht da wieder hier rum, es gibt zig Ein- und Ausgänge. Also wenn deine Kinder dir verloren gehen, findest du sie wahrscheinlich an der Pommesstation spätestens wieder. Aber das ist hier zentral komplett dann noch und wird auf jeden Fall gerade sehr gut genutzt. Und wie gesagt, sind hier Sandspielplätze, da unten auch nochmal, Fotopoints, und das mit der Deko ist ja auch komplett drin durchgezogen. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier durchkommen, weil im Weg stehen ist auch so eine deutsche Tugend. Und es gibt noch eine weitere Fahrattraktion, da gehen wir jetzt auch hin. Und hier haben wir dann noch die Mani-Mühle. Ich drehe mich direkt mal um, weil die fahren gerade. Und ja, das ist so Mini-Tagada, auch von SBF Visa. Und das ist auch die ganze Zeit Action, haben die Leute auch Bock drauf. Ist was kleiner, kannst du also mal eben hier mit reinstellen. Also es hätte sogar was Größeres in den Bereich gepasst. Die beiden SBF Visa Attraktionen sind übrigens von CW Attractions geliefert worden. Christoph Wunderlich, den habt ihr hier auf dem Kanal auch schon öfter gesehen. Am 1. Juli war Eröffnung. Wir haben jetzt den 5. Juli. Wir hatten da leider keine Zeit, deswegen ist Christoph auch nicht mit dem Video dabei. Und ihr müsst mit mir ein bisschen Vorlieb nehmen. Aber das sind jetzt gerade so mal die Neuheiten hier im neuen Himalaya-Bereich unter einem Kühlturm von einem ehemaligen, nie fertiggestellten Atomkraftwerk.
so kurz mal aus dem Kühlturm raus, denn du kannst hier auch super entspannt direkt am Rhein sitzen. Und ich glaube, das ist sehr entschleunigend für den einen oder anderen. Ich finde sowas cool. Wasser gucken mag, glaube ich, jeder. Es kommen gerade auch noch ein paar Schiffchen vorbei. Also hast du auch was zu gucken. Und es gibt auch einiges, was man sich zu dem Atomkraftwerk angucken kann. Man sieht so Turbinen, hier sind ausgestellt. Ihr habt hier ganz, ganz viele Fahrgeschäfte, verschiedenste Karussells, jeder Größenordnung, über eine Teetasse bis zum Wellenflieger. Oder auch oben auf dem Gebäude gibt es dann verschiedene Sachen. Groß, klein, für alle irgendwie was dabei. Natürlich auch eine Wildwasserbahn und auch eine große Achterbahn. Witzig ist für alle Freizeitpark-Fans, die jetzt hier zugucken, ich weiß, das sind die wenigsten. Viele sind einfach nur gerade interessiert an dem Quatsch hier. Die Firma Zamperla aus Italien, die hat eigentlich alle Fahrgeschäfte hier geliefert. Und da war die Ausnahme im Turm der Kettenflieger. Und es kam noch ein Huskondor dazu und der stand früher im Plopsaland Deutschland und zu der Zeit, wo er da noch stand, war es sogar der Holiday Park in Hasloch. Für alle, die den irgendwie vermissen, hier könnt ihr ihn noch mal fahren. Und jetzt mit den 2 neuen Anlagen haben wir auch einen anderen Hersteller, auch aus Italien, aber SBF Visa zusammen mit CV Attractions haben dann diese beiden Fahranlagen hier geliefert. Was bedeutet, dass wir jetzt quasi schon eine Vielfalt an verschiedenen Herstellern haben. Spielplatz ist ja neu. Und vor einiger Zeit waren wir schon einmal hier und nach dem Betreiberwechsel von Wunderland Kalka ist auch ein ganz großer neuer Spielplatz hier entstanden im Park. Den haben wir euch in einem separaten Video vorgestellt. Das verlinke ich euch hier. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wart ihr schon mal hier? Was haltet ihr davon, dass ihr All-You-Can-Eat Pommes in einem Freizeitpark bekommt? Und was haltet ihr von dem neuen Himalaya-Themenbereich hier im Wunderland Kalka?